Herzlich willkommen aus Dresden. Sie sehen es schon an meinem Hintergrund. Ich leite die Hals-Nasen-Ohren-Uniklinik in Dresden. Mein Name ist Thomas Zahnert und ich darf Sie herzlich willkommen heißen zum Welttag des Hörens. Wir haben uns heute zu dritt zusammengetan, um Sie in das Thema Hören und Hörstörungen einzuführen und die Möglichkeiten der Versorgung darzustellen. Mein Vortrag bezieht sich auf die Physiologie, denn die Frage ist ja, weshalb sind wir bereit, für ein Sinnesorgan und für den Genuss mit diesem Sinnesorgan Millionen auszugeben, über 800 Millionen für Konzerthäuser. Was macht dieses Sinnesorgan so besonders und wie funktioniert das eigentlich? Und da möchte ich Sie gerne mitnehmen. Also es geht um Physiologie, es geht um die Entstehung von Schwerhörigkeit und angedeutet dann Therapiekonzepte, die meine Kollegen dann auch fortführen. Ja, alle wissen, glaube ich, wie ungefähr das Ohr funktioniert. Es gibt dort irgendwie Schallwellen, die durch das Ohr hindurchgehen und dann hören wir über Gehörgang, Trommelfell, Mittelohr, Innenohr, Hörschnecke und Hörnerv. Wenn man sich das aber mal genau vor Augen hält, was eigentlich Schallwellen sind, dann muss man sagen, sind das ganz winzige Druckschwankungen, die unser Trommelfell dann letztlich in Schwingung bringen. Meistens sind das so Mischgeräusche, also keine reinen Sinustöne, aber letztlich sind es ganz winzige Druckschwankungen, die dabei entstehen. Das Besondere an unserem Gehör ist, dass es unheimlich empfindlich ist. Also es ist so empfindlich, dass wir das eigentlich gar nicht auf einer analogen Skala darstellen können. Man misst diese Druckschwankungen in Pascal und bei 20 Mikropascal hören wir bereits, das ist unsere Hörschwelle. Das bedeutet, es ist nur eine Zählerpotenz über der Brownschen Molekularbewegung. Also wenn wir noch empfindlicher werden, dann würden wir sozusagen das Rauschen der Innenohrflüssigkeit hören. Extrem empfindlich. Und auf der anderen Seite ist das Gehörorgan in der Lage, 120 Dezibel zu ertragen. Das ist also 10 hoch 9 Mikropascal, also von 20 Mikropascal bis 10 hoch 9 Mikropascal. Eine unheimliche Dynamikbreite. Und Sie finden kaum ein Mikrofon, welches diese Dynamikbreite tatsächlich abdecken kann. Das ist eine enorme Leistung von unserem sehr feinen Gehör, aber auch gewissen Grenzen strapazierfähigen Gehör. Aber es geht nicht nur um Lautheit und um Lautstärke und um Druckschwankungen, sondern es geht auch, in welchem Frequenzbereich können wir denn eigentlich hören. Und ich habe Ihnen hier mal Beispiele aus unserer Nachbarwelt zusammengetragen. Wir sind da in einem Frequenzbereich, sagen wir, von 20 Hertz bis 16 Kilohertz eigentlich ganz gut aufgestellt. Also wir haben ein breites Frequenzspektrum, mit dem wir hören können. Zum Beispiel der Elefant, der hört nur von 10 bis 8 Kilohertz. Also der nimmt so tiefe Frequenzen wahr und kann sich aber da über Kilometer verständigen. Hunde hören besser. Die Fledermäuse, die können sogar Ultraschall, also alles über 20 Kilohertz hören. Und einige Fische, wie der hier, die hören schlechter als wir. Also die hören nicht so ein breites Frequenzspektrum. Einige hören aber auch bis 100 Kilohertz. Also wir liegen da ungefähr in der Mitte. Und wenn man sich die Frequenzen mal ansieht, die Sprache ausmachen, Sie sehen hier unten Frequenzen aufgetragen, 100 Hertz, 2 Kilohertz, 5 Kilohertz. Dann bewegen wir uns mit unseren Sprachsignalen so ungefähr zwischen 200 Hertz und 4 Kilohertz. Und von der Lautstärke, so wie ich jetzt spreche, das sind ungefähr 65 Dezibel gemessen. Und wenn Sie andere Vergleiche suchen, zum Beispiel das Blätterrauschen, dann sind das so zwischen 20 und 30 Dezibel. Und der Straßenverkehr, der hat so 80 Dezibel, ein Presslufthammer, der erreicht so 120 Dezibel. Und übrigens Diskotheken, die können schon mal bis zu 110 Dezibel erreichen. Ab 85 Dezibel kann es gefährlich werden, dort können Lärmschäden entstehen. So, wie funktioniert das Ganze in unserem System? Ich möchte das mal so aufdrieseln. Wir haben auf der einen Seite anatomisch gesehen das äußere Ohr,
das Trommelfell, die Gehörknöchelchen, das nennen wir Mittelohr und Außenohr. Das ist sozusagen eine Art Schalltrichter, die erstmal den Schall aufnimmt, sammelt, ein bisschen komprimiert. Dann muss das kann man wie eine Mikrofonmembran sehen, das Trommelfell, aber jede Mikrofonmembran überträgt ja dann das Signal in ein elektrisches Signal und das passiert eigentlich bei uns in der Hörschnecke, die aber gleich nicht nur ein Übertragungsmechanismus, sondern finden auch Verstärkungsmechanismen. Das ist so eine Art Vorverstärker. Und das Gehirn ist mit der Hirnbahn und der Abbildung dann der Signale in der Hirnrinde sozusagen der Speicher, der Endprozessor, der Computer, der das Ganze aufarbeitet. Und ich möchte jetzt in meinem Vortrag auf die einzelnen Segmente noch mal ein bisschen eingehen. Beginnt jetzt mal mit der Schallaufnahme oder Schallleitung. Hier haben wir wieder diese Dichteschwankungen der Luftmoleküle, die treffen auf das Trommelfell, bringen das Trommelfell zum Schwingen und erregen durch diese Schwingung auch eine Bewegung der Gehörknöchelchen. Diese Gehörknöchelchen arbeiten in einem luftgefüllten Raum und der Steigbügel pumpt dann in die Hörschnecke. Die Hörschnecke ist flüssigkeitsgefüllt und es entsteht in der Hörschnecke eine Flüssigkeitsbewegung. Wir schauen uns das mal genau an. Das Ohr ist ja so aufgebaut wie so ein Teletrichter und genau das ist die Funktion. Allein durch diese schüsselförmige oder trichterförmige Gestalt des Ohres erreichen wir schon eine gewisse Schallverstärkung von ungefähr 2 bis 4 Dezibel. Also Ohrmuschel ist schon wichtig. Und dann wird der Schall, diese Schallwellen, diese Druckschwankungen werden dann in dem Gehörgang, der 2 Zentimeter lang ist und 1 Zentimeter Durchmesser, werden die nochmal komprimiert. Und Herr Hutte damals aus Bochum, der hat hier so ein schönes Computermodell dazu gemacht. Und da kann man sehen, dass bei einer bestimmten Frequenz der Schall hier nochmal komprimiert wird, nämlich bei 4 Kilohertz um 20 Dezibel. Also da findet eine Schallverstärkung statt, die auch für die für Sprachwahrnehmung extrem wichtig ist. Wenn man sich jetzt mal das anguckt, wenn man in den Gehörgang reinguckt, dann stößt man auf Haare, die halten erstmal den Schmutz weg, dann Ohrschmalz, der kleidet den Gehörgang aus. Wie gesagt, und jetzt sind wir auf dem inneren Zentimeter, dort stößt man dann auf das Trommelfell. So sieht das normalerweise aus, eine ganz hauchdünne Membran, die der Ohrenarzt untersuchen kann, ob sie in Ordnung ist, ob dort Entzündungszeichen dabei sind oder nicht. Hier nochmal vergrößert dargestellt. Und diese Membran ist tatsächlich wie bei einem Mikrofon oder wie bei einer Trommel auf beiden Seiten Luft umfüllt und hat dadurch die Möglichkeit, ganz Schall aufzunehmen und zu schwingen, so wie man auf eine Trommel haut. Und sie ist nur 100 Mikrometer dick, also extrem dünn. Das ist so ungefähr ein bisschen dicker als manche Haare. Wenn wir jetzt hinter das Trommelfell mal schauen, das ist also jetzt dahinter geschaut mit einem Endoskop, dann sieht man, dass das Trommelfell keine glatte Membran ist, sondern auch eine Art Schalltrichter. Und man sieht dann in dem Mittelohr, also hinter dem Trommelfell, dass es tatsächlich luftgefüllt ist, mit Schleimhaut ausgekleidet. Und hier sehen wir ein Gehörknöchelchen, nämlich den Steigbügel. Und hier ist der Hammer und hier ist Hammer und Amboss. Also man sieht dazu eine Gelenkkette von Gehörknöchelchen und der Steigbügel wird letztlich dann am Ende zum Schwingen gebracht. Das Trommelfell, wie gesagt, ist auch ein Trichter und dieser trichterförmige Gestalt macht auch wieder eine Schallverstärkung. Ja. Besonderheit ist, dass unser Trommelfell also nicht nur hochempfindlich ist, sondern eben auch Belastung aushalten kann. Und zwar passiert das durch eine ganz raffinierte Faserstruktur von Kollagenfasern in dem Trommelfell, die mehrdimensional sind. Und wir können 10 Meter Wassersäule aushalten, bevor das Trommelfell reißt. Machen wir in der Regel nicht. Wenn wir tauchen, dann machen wir einen Druckausgleich. Aber wenn dieser Druckausgleich nicht funktionieren würde, 10 Meter Wassersäule, hält das Trommelfell aus. Eine enorme Leistung. Das Trommelfell kann kaputt gehen durch eine Ohrfeige im ungünstigsten Fall, aber meistens geht es kaputt durch Entzündung des Ohres, wiederholte Entzündung, wiederholte Mittelohrentzündung oder chronische Mittelohrentzündung. Hier ein Loch im Trommelfell und dann können wir das mikrochirurgisch wieder in Ordnung bringen und reparieren.
Was man heute machen kann, in den 90er Jahren begonnen hat man damit, die Schwingungsfähigkeit dieser Strukturen, also des Trommelfells und der Gehörknöchel mit dem Laser zu messen. Und da kamen ganz wichtige Informationen, zum Beispiel diese hier. Das ist eine Schwingung bei 500 Hertz, zeigt uns, dass das Trommelfell so ein- und auswärts sich bewegt, so wie man das eigentlich sich vorstellen kann, wenn Schall drauf tritt. Aber es macht auch ganz raffinierte Bewegungen, nämlich solche bei anderen Frequenzen. Also wir haben eine frequenzabhängige Schwingungsform dieses Trommelfells. Und unsere Bemühungen sind heute in der Chirurgie, diese Schwingungsform wiederherzustellen durch besondere Operationstechniken und Auswahl des Materials, mit dem wir die Trommelfelle wiederherstellen. Kommen wir jetzt zu den Gehörknöchelchen. Das ist die sogenannte Gehörknöchelchenkette, Hammer, Amboss und Steigbügel. Sitzt hinter dem Trommelfell und nimmt sozusagen die Schwingung des Trommelfells auf und überträgt die dann auf das Innenohr. Warum haben wir das? Nun, eigentlich stammen wir ja aus dem Wasser ab und wir bräuchten das gar nicht. Das Wasser könnte sozusagen das Innenohr über eine Membran wie bei Fischen direkt erregen. Aber als Landwesen sind wir an die Luftumgebung gebunden und der direkte Schallauftrag hier an das Innenohr würde einen Schalleinfluss auf die Flüssigkeit lösen. Es würde einen Verlust von 30 Dezibel erzeugen. Und diesen Verlust, wenn Schall direkt auf die Flüssigkeit tritt, der muss irgendwie ausgeglichen werden. Und das machen das diese Gehörknöchel und das Trommelfell zusammen. Hier nochmal diese Trichterform, die Gehörknöchelchen. Das sind übrigens die kleinsten Knochen, die wir haben im Körper. Und das ist das Prinzip, das Trommelfell schwingt, die ganzen Gehörknöchelchen kommen in Bewegung. Und durch dieses Flächenverhältnis des Trommelfells mit ungefähr 1 cm Durchmesser und dieser kleinen Steigbügelfußplatte haben wir eine Schalldruckverstärkung von ungefähr 22 Dezibel. Und die brauchen wir, um den Schall an die Flüssigkeit anzukoppeln. Wenn die nicht mehr funktioniert, bei Mittelohrentzündungen oder bei Flüssigkeit hinter dem Trommelfell, die sich ansammeln kann, bei Paukenergüssen, dann haben wir solche Verluste, die dabei entstehen. Ja, heute kann man das Ganze mit dem Computer simulieren, Modelle für diese Schwingungsform errechnen, da Implantate nach diesen Modellen entwickeln. Und hier ist zum Beispiel nochmal die Schwingung gezeigt. Das ist der lange Ambossschenkel, das ist der Amboss, das ist der Hammer. Also hier kommt sozusagen die Schwingung an vom Trommelfell und überträgt sich hier. Und wir lernen aus diesen Schwingungsbildern, wie wir unser Ohr wiederherstellen müssen. Ja, ich habe Ihnen gezeigt, also dieses Flächenverhältnis zwischen Trommelfell und Steigbügel, das ist das Entscheidende. Nun ist die Frage, wozu brauchen wir dann hier solche komplizierten Gelenke noch in den Gehörknöcheln? Und wer mal getaucht ist oder mit dem Flugzeug geflogen ist, der merkt, dass es also in unserer Umgebung auch Druckunterschiede gibt, Luftdruckunterschiede, die wir ausgleichen müssen. Und das können wir nicht immer machen. Manchmal klappt das nicht gleich. Und damit so ein Luftdruck kompensiert wird, gibt es hier ein Ausgleichsgelenk. Das heißt, wenn statischer Druck auf das Trommelfell kommt, dann gibt es eine Gelenkbewegung und es wird nicht gleich der Steigbügel in das Innenohr gedrückt und macht das Innenohr kaputt. Gut, wir kommen jetzt mal zum nächsten Schritt, und zwar zu unserem Vorverstärker oder diesem mechanoelektrischen Wandler, wo jetzt eigentlich das elektrische Signal für den Hörnerv und das Gehirn entsteht. Das ist ja eigentlich unser empfindlichstes Organ, weil dort die Sinneszellen drin sind. Wie ist das aufgebaut? Sie wissen vielleicht noch, die Hörschnecke, der Name sagt es, wie eine Schnecke aufgebaut, hat in ihrem Innenraum eine Flüssigkeitsfüllung und diese Flüssigkeit läuft durch 3 Röhren. Und in dieser mittelsten Röhre haben wir Sinneszellen, die Sie hier ganz klein sehen. Und die Röhren sind mit Membranen voneinander getrennt, die hauchdünn sind, also so dünn wie das Trommelfell oder noch dünner. Und wenn jetzt eine Flüssigkeitswelle hier durchläuft, dann bringt sie diese Membran zur Auslenkung, erzeugt eine Schwingung. Damit bewegen sich natürlich diese Sinneszellen mit. Und ich zeige Ihnen dann, was die Sinneszellen durch diese Bewegung erreichen können.
Wichtig ist, dass an jeder Stelle dieser Membran Sinneszellen für bestimmte Frequenzen ausgerichtet sind. Wir haben also sehr hohe Frequenzen an der Basis der Hörschnecke und sehr tiefe an der Spitze. Und wenn so eine Wellenbewegung durchführt, dann gibt es irgendwo bei einem Sinuston ein Maximum und das ist meistens genau dort, wo die Frequenz auch ihr Optimum hat mit ihren Sinneszellen an dieser Membran und der Hörschnecke. Also bei tiefen Frequenzen, 2 Kilohertz nicht besonders tief, aber ein bisschen tief an der Spitze oder bei 6 Kilohertz hier an der Basis diese massive Auslenkung der Membran und damit auch die Erregung der Sinneszellen. Es gab einen Nobelpreis im letzten Jahrhundert für Herrn Bekeschi, der hat nämlich herausgestellt, dass wenn man jetzt nur so eine Welle durchschickt und die Hörschnecke nicht mehr funktioniert, es überhaupt keine richtige Auslenkung gibt, sondern die Auslenkung entsteht nur am Lebenden. Und zwar ist das fast hundertfache Unterschied. Und die Frage ist, wie entsteht dieser Unterschied? Und da komme ich jetzt auf die eigentlichen Sinneszellen zu sprechen. Das sind sogenannte Haarzellen. Wir haben insgesamt 15.000 und zwar davon ungefähr 12.000, die in Dreierreihe stehen, sogenannte äußere Haarzellen, und dann nochmal 3.000 innere Haarzellen, die in einer Reihe stehen, auf diesen chordischen Organen. Sie sind winzig klein, 20 bis 80 Mikrometer, also auch so Haaresbreite ungefähr. Und hier mal in der Vergrößerung, diese Membran in der Hörschnecke, die Hörschnecke ist aufgeschnitten, da sitzt dieses chordische Organ drauf mit den Sinneszellen, Stützzellen und dann diese 3 Reihen äußerer Haarzellen und diese inneren Haarzellen. So, und was machen die jetzt konkret? Die werden also ausgelenkt durch die Bewegung der Membran. Da haben wir mal so ein Modell dazu gemacht, wie das aussieht. Diese Membran wird ausgelenkt und dann verbiegen sich durch diese Auslenkung die Sinneszellen. Hier diese äußeren inneren Haarzellen und die haben an ihren Spitzen auch so kleine Bürstchen. Und diese Bürstchen kommen zur Auslenkung. Und wenn diese Bürstchen zur Auslenkung kommen, dann entsteht ein Stromfluss in diese Sinneszellen und von dieser Sinneszelle dann letztlich an den Hörnerven. Also diese Bürstchen, die also noch viel, viel kleiner sind als unsere Haaresbreite und ganz empfindlich sind, die werden ausgelenkt durch diese Basilarmembranbewegung und erzeugen dann einen elektrischen Impuls an das Gehirn, der über den Hörnerv weitergeleitet wird. Und die äußeren Haarzellen wiederum, das ist ganz raffiniert, die sind eigentlich weniger dafür gedacht, so einen elektrischen Impuls jetzt direkt weiterzuleiten an das Gehirn, sondern die können elektrisch angesteuert werden und verändern ihre Länge. Das will ich Ihnen mal zeigen in diesem Video. Das ist ein Versuch. Wir geben hier elektrischen Puls drauf. Elektrisches Signal. Und Sie sehen schon, dass sich das im Rhythmus der Musik bewegt, weil das elektrische Signal auch direkt wie aus einem Mikrofon jetzt hier drauf kommt auf die Sinneszelle. Und wir haben gesehen, dass dort Bewegung entsteht. Wir haben also Motoproteine, das heißt also kleine Muskeln dieser Sinneszelle, die dafür sorgen, dass am Ende diese Basilarmembran, kommen wir nochmal zurück auf dieses Bild, um das 100-fache mehr ausgelenkt wird. Das machen also die äußeren Haarzellen und es ist extrem wichtig, dass diese Haarzellen funktionieren. Mit dem Alter gehen diese Haarzellen langsam kaputt und dann haben wir diese Verstärkungsleistung dieser Haarzellen eben leider nicht mehr oft genug erhalten. Gut, also äußere Haarzellen, innere Haarzellen, die äußeren Haarzellen werden angesteuert vom Gehirn mit, können sozusagen das Schallsignal verstärken und die inneren Haarzellen senden dann einen Impuls an das Gehirn und mit dem hören wir dann eine bestimmte Frequenz. Und diese Frequenz ist davon abhängig, an welcher Stelle die Basilarmembran durch einen Sinuston ausgelenkt wird. Nun ist es so, dass festgestellt wird, wenn wir uns Lärm aussetzen oder auch im Alter, dann wir messen das Ganze in einem Hörtest, dann müssen wir feststellen, dass unsere tiefen Frequenzen, sagen tief zwischen 125 Hertz und 2 Kilohertz, eigentlich ganz gut funktionieren im Alter noch oder auch nach Lärm. Aber bei 4 Kilohertz
gibt es einen Einbruch unserer Hörschwelle, das heißt, dort haben wir Verluste. Wie kommt das zustande? Wir wissen es nicht genau, aber wenn man sich die Hörschnecke ansieht, dann ist 4 Kilohertz ungefähr diese Stelle. Und wenn man sich so eine Flüssigkeitsbewegung vorstellt, die hier entlang kommt, dann stößt die hier das erste Mal auf einen Widerstand, bevor sie sich dann hier verteilt. Und genau dort sind diese Sinneszellen und diese kleinen Bürstchen von diesen Sinneszellen, die können halt durch Lärm kaputt gehen oder einfach degenerieren, einfach einen chronischen Schaden nehmen, so wie man das eben von Muskeln zum Beispiel auch kennt. Ja, nun ist die Frage, was ist Lärm und wann ist er schädlich? Und ich habe Ihnen hier mal den Schallpegel aufgezeigt, den man so applizieren kann. Also ich hatte gesagt, 65 Dezibel ist so Umgangssprache, das sind 85 Dezibel, ist eine Kennzahl, wo man sagt, alles, was drüber ist, kann gefährlich werden. Aber das ist abhängig von der Zeit, mit dem der Schall auf das Ohr trifft. Also dosisabhängig. Es ist nicht nur die Lautstärke, sondern es kommt und die Intensität, sondern es kommt auch darauf an, wie lange der Schall auf das Ohr einwirkt. Und wenn Sie zum Beispiel einen Schall abbekommen zwischen 105 und 110 Dezibel, dann hält das Ohr das nur Minuten aus und dann muss man schon annehmen, dass möglicherweise ein irreversibler Schaden entsteht. Wenn Sie über 85 Dezibel hören, dann ist das unter Umständen Stunde oder Tage oder Wochen abhängig. Und unterhalb von 85 Dezibel können Sie endlos hier im grünen Bereich den Schall empfangen, ohne dass man Angst haben muss, dass dort etwas passiert. Ganz kurz vielleicht noch auf unseren Zentralcomputer, also das Gehirn, zu sprechen. Was macht das eigentlich jetzt noch mit diesem elektrischen Signal? Und das ist mal hier gezeigt. Es ist ein mehrstufiger Prozess. Das elektrische Signal wird mehrfach verschaltet in Hirnnervenkernen, gelangt dann über den Hirnstamm in die Hirnrinde, wo das Hörgedächtnis ist und wo die Aufarbeitung und die Wahrnehmung eigentlich stattfindet. Und auf diesem Weg passieren verschiedene Dinge. Zum Beispiel wird das Signal vom linken Ohr mit dem Signal vom rechten Ohr verglichen. Laufzeitunterschiede werden aufgezeigt und man kann damit die Richtung des Schallsignals wahrnehmen. Man kann aber auch Frequenzen selektieren und man kann Störgeräusche von Nutzgeräuschen unterscheiden. Wenn Sie schon mal in der Gaststätte gesessen haben, dann können Sie sich mit Ihrem Gegenüber unterhalten und unterdrücken die ganzen Störgeräusche. Sie können aber auch im Störgeräusch sich auf Ihren Tischnachbarn, wenn Sie möchten, 2 Tische weiter konzentrieren und verstehen das plötzlich. Und das sind zentrale Leistungen, die das Gehirn macht. Also Gedächtnis, Geräuschunterdrückung, Richtungshören, das sind alles zentrale Leistungen. Ja, mal ein Beispiel hier. Also in solchen schwierigen Situationen wie Künstler bei einem Konzert müssen Sie sich selbst und die Band noch verstehen, das ist nur möglich, wenn Sie hören oder hier bei solchen Veranstaltungen möchten Sie sich auch noch mit Ihrem Nachbarn unterhalten können. Aber es geht nur, wenn beide Ohren funktionieren und wenn das Gehirn diese Geräuschunterdrückung auch machen kann. Schwerhörigkeit, was ist das nun? Sie ahnen es schon, es ist die Einschränkung der Hörfähigkeit in sehr unterschiedlichem Ausmaß. Es ist nur ein Symptom einer Hörstörung. Wir haben noch andere Hörstörungen, zum Beispiel Tinnitus. Und man kann diese Schwerhörigkeit sehr gut messen und abgrenzen von diesen anderen Formen der Hörfähigkeitsstörung. Wir unterscheiden verschiedene Formen der Schwerhörigkeit. Ich hatte Ihnen gesagt, der Schall wird aufgenommen und vom Ohrmuschel, Trommelfell, Gehörknöchelchen. Wenn wir hier eine Störung haben, dann sprechen wir von der Schallaufnahmestörung oder Schallleitungsstörung, weil der Schall ja über das Trommelfell an das Innenohr geleitet wird. Also eine Schallleitungsstörung, die meistens irgendeine mechanische Ursache hat. Ohrenschmalz zum Beispiel, also verstopft, Trommelfell, ein Loch im Trommelfell, Gehörknöchel kaputt, sowas durch chronische Entzündung. Und dann kommt das, was die meisten im Alter entwickeln können, das ist die Innenohrschwierigkeit oder die Schwierigkeit in der Cochlea. Eine sogenannte Empfindungsschwierigkeit, eine Schallempfindungsschwierigkeit oder Innenohrschwierigkeit, dadurch bedingt, dass unsere Sinneszellen im Innenohr, also in der
Hörschnecke nicht mehr richtig funktionieren. Davon wiederum unterscheiden wir Schwierigkeiten, die am Hörnerven entstehen. Da gibt es gutartige Tumore, die sich dort bilden können, Vestibularis-Schwannome, Akustikus-Neurome, oder zentrale Schwierigkeiten, die extrem selten sind, manchmal nach einem Schlaganfall, aber es gibt auch solche Verarbeitungsstörungen. Also grundsätzlich diese Unterschiede, und das häufigste ist eigentlich im Alter vor allen Dingen diese Innenohrschwierigkeit oder Schallempfindungsschwierigkeit. Aber die können wir versorgen. Voraussetzung ist, dass wir sie erstmal erfassen, und man sagt, dass ab 30 Dezibel Verlust, Schallverlust über die Sprachfrequenzen, grob gesagt, man von einer beginnenden Schwierigkeit spricht, die dann mit einem Hörgerät versorgt werden sollte. Man kann das noch besser mit Sprache messen, wie viel von 10 Wörtern, wie viel werden verstanden, und das wird mehrfach gemacht. Und wenn man bei Umgangssprache, so wie ich jetzt spreche, weniger als 80% der Wörter versteht, dann kommt ein Hörgerät in Frage. Ein normales Hörgerät ist letztlich eigentlich nur ein Lautsprecher mit einem Computer dran und mit mehreren Mikrofonen. Aber letztlich ist es eigentlich nur ein Lautsprecher, der wiederum Schalldruck erzeugt, der vom Trommelfell wahrgenommen wird. Hochkompliziert heute und raffinierte Technologie. Demgegenüber gibt es aber noch andere Lösungen, zum Beispiel, wenn wir defekte Gehörknötchen haben, die nicht mehr zu versorgen sind, und dazu noch eine Innenohrschwierigkeit, also so eine kombinierte Schwierigkeit, dann können wir heute auch, dann schafft es der Lautsprecher praktisch nicht mehr, das Hörgerät an das Innenohr ranzukommen. Und dann gibt es implantierbare Hörgeräte, die wir heute an die Reste der Gehörknötchen anpassen können und damit auch wieder hören. Das sind oftmals kleine Schwinger, hier zum Beispiel von der Firma Med-El, kleine Magnetschwinger, die an die Gehörknöchenkette gekoppelt werden und über diese Aktivation dann den Steigbügel in Schwingung bringen. Und dann kommt das Raffinierteste, was wir heute haben, wenn die Hörschnecke überhaupt nicht mehr funktioniert durch Altersschwierigkeit und das Hörgerät nichts mehr bringt, weil es keine Sinneszellen mehr da sind, die praktisch ausgelenkt werden können oder die so kaputt sind, dass sie das nicht mehr schaffen. Dann kann tatsächlich heute das Hörorgan elektrisch stimuliert werden. Und das ist im Augenblick das einzige Sinnesorgan, was elektrisch stimuliert werden kann mit einem Cochlea-Implantat. Und damit können Patienten versorgt werden, die von einem Hörgerät nicht mehr profitieren, oder auch Kinder, die taub geboren sind, oder Menschen, die im Laufe ihres Lebens aus irgendwelchen Gründen ertauben. Ein extremer Fortschritt und eine große medizintechnische Leistung, die wir heute zur Verfügung haben. Und damit darf ich mich zunächst bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und an die Moderation zurückgeben.